Ahorncamp, der Van 550, heute am 5. Februar 2021. Grüß dich, Paul. Hallöchen, Leute. Ja, wir haben es fast durch, aber das ist jetzt so Brot und Butter, kann man sagen. Also in einer tollen Farbe, nämlich Orange. Und ist das Orange oder hat die einen anderen Namen? Nö, das ist orange. Orange. Ich dachte, ich hätte schon, Klassisches Orange. Ich hoffe, das sieht man durch die Kamera. einen Knick in der Optik. Ja, 5,50 Meter Länge, das geht noch gerade so durch. Den gibt es ja nicht in 5 Meter. Den gibt es unter 5 Meter nicht. Da wären wir beim Van City drüben. Der hat exakt 5,57. Ja, trotzdem sehr gefragt. Das heißt, Dieselheizung mit drin, große Autarkie, die hier mit da ist. Ich habe ein vollwertiges Wohnmobil, allerdings mit Querbetten. Allerdings mit Querbetten, ganz genau. Beim 620er haben wir Längsbetten. Hier sind es eben Querbetten. Truma Dieselheizung mit drin, eine richtige Toilette mit drin, das können wir gleich mal sehen. Das ist natürlich klar, eine Dusche ist mit eingebaut. Und ja, wir haben witzigerweise einen 620er geschossen, gerade eben bei der Auslieferung. Genau. Der war grau mit orange, eine tolle Farbkombi. Und hier sieht man es also, ich sag mal, ich habe natürlich leichte Einbußen bei 5,50 Meter, aber für ganz viele Leute ist entscheidend, er soll kompakt sein, soll nicht so riesig sein. Ja, das ist ja der Witz hinter der Van-Geschichte, dass ich den jetzt zum Beispiel auch als einzelnes Fahrzeug nutzen kann. Ich brauche keinen PKW mehr. Der ist auch stadttauglich. So, das heißt, das schauen wir uns gleich mal von drinnen an, dass wir das Ganze mal sehen. Die habt ihr auch in der Vermietung? Die gibt es auch in der Vermietung bei Ahorn Rent. Ich sagte ja schon, gibt es so gut wie jedes Fahrzeug. Momentan der Van City, der neue, der 21er noch nicht, aber das kommt auch noch. Es ist sehr, sehr schlicht gehalten. Das heißt, wenn ich jetzt die orangene Farbe nehme. Farben gibt es die Sand am Meer oder gibt es nur wenige Farben bei Renault? Es gibt insgesamt 5. Ja, den haben wir in Weiß, in Silber, in Steingrau, in Blaugrau und eben dieses Orange. Und das Orange. So, hier vorne ist der Hauptabsperrhebel. Das ist ganz praktisch. Wenn ich ihn mal länger stehen lasse, kann ich Batterie 1 und 2 kann ich komplett entriegeln, Genau. sodass sie nicht tiefenentladen Zack, wird. einfach Knochen drehen und alles ist tot. So, da habe ich daneben noch auf der anderen Seite noch ein Fach. Da kann ich das dann öffnen. Genau, hier würde auch die Batterie reinkommen. Okay, da Da kommt die hinten Batterie rein, rein. ja. Super. Und hier? Was kommt hier rein? Zeigen. Das ist nochmal ein kleines Fach, also einfach nur Stauraum. Ja, da kann man auch zusätzlich Handschuhe, Warndreieck, Verbandskasten, also was man halt so kennt. So, Ein Kram, der nicht rutschen soll, dann dann hier rein. eine kleine Gasflasche. Eine 11 Kilo, die langt, weil ich heize ja mit Diesel. So sieht das nämlich aus. Denn also die kriegst du nicht leer, die kriegst du nicht leer gekocht. Normalerweise, also ich sag mal so, selbst wenn du jeden Tag kochst, eine 11 Kilo Flasche, gut, es geht. Aber ich habe bei mir im Grill zu Hause, ich grill jeden Tag, ja. 3 Monate hält bei mir so eine Flasche. Also das ist Wenn wirklich du jeden schon Tag grillst. jeden Tag. Also rund, sagen wir mal, 20 Minuten am Tag, die hält und hält und hält. Das Wenn man heißt, mal ehrlich ist, man kocht ja nicht jeden Tag in einem Fahrzeug. Man macht sich vielleicht morgens mal ein Ei oder man brutzelt auch mal ein Steak, aber normalerweise geht man ja oft essen im Urlaub. Kennen wir. draußen einen Grill. Wir haben noch nicht mal einen Dunstabzugshaube bei uns in der Wohnung, weil wir alles draußen machen. Fisch und so, das will man ja nicht. Das ist ja auch im Camping so. Also viele haben da ja auch andere Sachen. Ja, hier vorne habe ich so kleine Details. Das ist also das Kopffeld ist ein bisschen breiter. Jetzt hat man hier einen Vorhang mit dabei. Das finde ich sehr praktisch. Denn den Vorhang kann ich einfach zuziehen. Dann habe ich nochmal eine demonstrieren, Wärmeisolierung. wenn du willst? Ja, bitte. Ziehe ich hier einfach ab. Zack, nee, hätte ich nicht abziehen müssen. So. So, das ist der Vorhang drauf. Ist das zu. Die Fenster. Isoliert auch ein bisschen noch hier der Vorhang, ne? Ja, deswegen, wenn du da dran kommst, die Kälte ist nicht direkt da, dann hast du die Fenster, hast du hier, da kann man nicht reingucken. Unmöglich. Also wir können das ja mal entsprechend demonstrieren. Das Licht ist jetzt an, mach mal bitte zu. Moment, ich mach ein bisschen erst Kurz verriegeln. langsam. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Naja. So, hier kleines Detail noch Außendusche, bevor wir Genau, zumachen. ja, richtig. Und weißt du, was wir dabei sind? Filmen wir auch mal kurz hier rein. Haben wir alles mal gezeigt. So, das ist die Heizung. Eine Truma Diesel Kombi. Und Luftauslässe natürlich an der richtigen Stelle. So, mach mal zu. So, jetzt kann man nämlich sehr schön sehen, also das Licht ist komplett an und es fällt einem wirklich schwer hier reinzugucken. Klar, wenn ich jetzt mit der Kamera, also es spiegelt eher noch, dass ich irgendwas sehe. Und wenn ich dann den Vorhang zumache, dann ist Feierabend. Ja, so nachts sollte man den Vorhang schon zuziehen, macht Sinn. Ja, es sei denn, es ist offen, ich kann auch sehen, was rum ist, draußen und so weiter. Kommen die Kinder noch nach Hause. So, das ist da. Ich stehe, ne? Ist auch klar. So, die Höhe von dem, du weißt sie? 2,6 Meter. 2 Meter und Nein, Entschuldigung, Cut. 3. 2,60. 2,60, ja, wir gucken gerade mal drauf. Wir müssen dazu fairerweise sagen, wir haben jetzt 2 Tage durchgefilmt.
Wie viel? Wir waren gerade beim Van City, da ist es so, das ist ein 2,3 Meter, jetzt sind wir beim Van 550 auf Masterbasis, sind es 2,60. Ich hätte das eben transponiert, wenn ich mal gerade direkt neben Ja. direkt neben das Auto stellst, du bist 1,72. Nee, jetzt bin ich auf einmal 2 Meter. Du bist 1,2 Meter. Sehr schön. Komm, wir zeigen es mal von der Seite. Kompaktes Fahrzeug, Querwetten hinten. Das Design, vielleicht zeigen wir einfach mal den Preis. Also bevor wir jetzt den Innenraum betreten, ich gucke mal gerade, wo das Preisschild montiert. Da ist es. Das ist der Ahorn Van 550 Modell 2021 auf Renault Master 2,3 Liter Twin Turbo. 51.640 €, wie er hier steht. Los geht's bei 38.200. Und dann schauen wir mal ganz kurz, ob er die Wahrheit gesagt hat. Er hat die Wahrheit gesagt, der Paul. 2,60 Meter Höhe, 5,57 Meter ist die Länge und die Breite sind 2,05 Meter. Das wäre dann quasi auch meine Bettenbreite plus minus. Wahrscheinlich geht noch ein bisschen was ab, oder? Da geht noch ein bisschen was ab, ja. Und bei 2,6 Meter und 2,60 Meter, zu meiner Entschuldigung, das ist, kann mal passieren. Echt? Ui, das führt direkt. 2,6 Meter hätte mir auch gleich direkt mal auffallen können. Ja. So, Optik ist richtig schön. Also das Orange muss man lieben. Vorteil ist, du wirst nicht übersehen. Nee, da würde ich jetzt auch nicht einbrechen, ehrlich gesagt, weil der fällt auf. Das ist so, ja. Aber es gibt ja viele Farben. Also Silber zum Beispiel steht hier daneben, den werden wir gleich mal nehmen. Ja. Das ist eine dankbare Farbe, wird oft bestellt? Wird sehr oft bestellt, ist die meistgekaufte Farbe, ist sehr pflegeleicht halt einfach. Und sieht auch immer noch top aus, klassisches Metallic Silber. Ziemlich edel, muss man schon sagen. Sehr edel auf jeden Fall. Ja, und der Deutsche kauft Silber. Der Deutsche kauft Silber, man muss nicht so oft putzen gehen, sehr pflegeleicht. Also Silber macht dann in dem Fall auch schon Sinn. Ja, hier vorne hat man so eine kleine Erweiterung vom Kochfeld. Ja. Bitte mal zeigen. Klar, ich gehe mal kurz rein. Packt die raus. Das Ganze übrigens auch mit dem Mechanismus, der sehr simpel zu bedienen ist. Ich muss nicht fummeln, ich drücke es einfach nur hoch, dann geht es wieder runter. Mach mal bitte. So, und Fliegengitter. Natürlich auch im Renault Master ein sehr leicht zu bedienendes Fliegengitter mit drin, das auch wirklich schließt. Denn du kennst diese Mücken, diese winzigen Teile. Ich weiß nicht, ob das Fliegengitter ist für diese Mini-Mücken, aber das werden wir noch in Erfahrung bringen. Es gibt so ganz gemeine, ganz neue Mücken, die habe ich einmal gesehen. Die sind so klein, fast mikroskopisch, stechen aber wie die großen. Ganz gemein. Da weißt du mehr als ich. Finnland. Gut, ich war noch nicht in Finnland zu meiner Verteidigung. Ja, ziemlich cooles Detail. Den Tisch kann man auch außen hinbauen. Richtig. Soll ich das mal zeigen? Sag mal bitte. Ich hoffe, der passt dahin, dass wir noch ein bisschen Platz haben. Denn der Tisch, den werden wir innen nämlich noch mal gleich zeigen. Denn der hat eine Besonderheit. Das ist eine Revolution, dieser Tisch, beim Einstieg, wenn er fest montiert ist, innen. Warum? Das habe ich gerade eben erfahren. So, der wird dann einfach kein Campingtisch mehr. Ne? So, das heißt, du hängst ihn rein. Zack. Und theoretisch kann ich ihn auch noch erweitern. Aber da komme ich jetzt. Nee, geht sogar, passt genau. So, das heißt, hier können dann auch die Leute sitzen. Das ist der Campingtisch, der direkt mit dabei ist. Bau ihn noch mal bitte innen ein. Das noch mal kurz zeigen. Das Besondere ist nämlich diese Klappe, die man hochklappen kann. Dadurch wird der Einstieg bei diesem doch sehr kompakten Fahrzeug unglaublich erleichtert. Ich kann das auch mal demonstrieren. Ja, steig mal ein. Das geht vollkommen problemlos, weil der Tisch wird halbiert fast. Genau. Und während der Fahrt, wenn es jetzt passt, wenn ich die richtige Position gefunden habe, kann ich mir den auch wieder so machen und sitze sehr gemütlich da. Darf man denn während der Fahrt den Tisch montiert lassen? Wir schauen mal nach. Wenn man es nicht darf, Tisch bitte abbauen. Ja, so ist es. Auf jeden Fall, ich weiß, der eine oder andere macht's, ja. Ob man es denn darf und so weiter. Das Ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Gemütlicher ist es auf jeden Fall. Sicherheitshalber würde ich ihn vielleicht rausmachen. Ja. Ja, das ist wirklich so. Also es ist so. Aber steht ja im Handbuch drin. Ihr habt ja ein Handbuch. Ich muss fairerweise sagen, du kommst nicht hier aus dem Verkauf. Du bist der Händlerbetreuer. Du wurdest mir zur Seite gestellt. Mittlerweile haben wir uns ziemlich gut arrangiert. Ja, seit 2 Tagen sind wir zusammen. Seit 2 Tagen sind wir zusammen. Nicht alles kann man wissen, aber viele Dinge weißt du, weil das Marketing natürlich bei euch viele Entscheidungen getroffen hat, die wirklich gut waren. Zum Beispiel das Polster hinter dir ist jetzt grau. Das ist jetzt grau. War vorher mal beige in der Lederoptik. So sieht das aus. Also das kommt richtig schick. Also das ist auch so. Dann hat man hier keine Hussen diesmal. Das heißt, ich habe also das ganze Ahornmuster und so weiter ist fest verbunden. So sieht's aus, ganz genau. Ja, das ist übrigens die Eintrittsstufe. Und Paul, du hast dich mit dem Sitz mal angefreundet. Zeig mal, wo ist der Regler zum Drehen? Ja, da haben wir den schön. So, da ist er. So, dann mach ihn mal bitte. Machen wir doch mal glatt. Gehe
geht relativ simpel. Zack, bin ich in der Fahrposition. Ja. Und das Ganze machen wir einfach nochmal zurück. Also wie ihr sehen könnt, relativ einfach. Was krass ist, du hast echt viel Platz hier vorne. Das heißt, normalerweise musst du immer hin und her juckeln. Das kennst du, bis es dann mal nach vorne geht. Aber so, ich sag mal, der Master, der, ich sag mal, hat viel Platz. Automatisiertes Schaltgetriebe habt ihr hier mit drin. Richtig, ganz genau. Quickshift. Das heißt, es fehlt das linke Pedal. Ich muss nicht mal kuppeln. Automatik ist mit drin. Eine Fahrhausklimaanlage ist hier mit eingebaut. Sehr ruckelfrei, das Getriebe. Kennt man ja von früher, automatisiertes Schaltgetriebe. Immer so ein bisschen geruckelt. Kopfnicken. Genau, so sieht das aus, normalerweise. Bei dem Fahrzeug jetzt nicht mehr, das ist sehr gut abgestimmt. So, jetzt sagst du mal gerade, weil du hast den Sitz jetzt verstellt. Ja. Und wenn du dich da nochmal hinsetzt, dass man mal sieht, wie das mit dem Tisch geht. Der ist jetzt ein bisschen weit nach vorne und dazu wird der Tisch einfach nur ein bisschen in Richtung Fahrer geschoben. Genau, den hebe ich einfach kurz an, schiebe ihn an der Leiste entlang. Weil die meisten haben nämlich so ein kleines Gräuel, um genau das vorzuführen. Aber es ist gar kein Problem, du kommst so locker rein, eben genau wegen diesem geteilten Tisch, der da ist. Genau, und wenn ich da drüben wieder sitze, dann mache ich ihn einfach wieder ein bisschen zurück. Hoppla, ist er rausgesprungen. So, und dann habe ich da vorne auch wieder schön Platz. Klappt das ein bisschen zu mir. Ein bisschen, ist alles Millimeterarbeit ein bisschen. Ist ein kleines Fahrzeug, aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, ist es einfach umzubauen. So ist das ja. Unter dir ist der Wassertank. Richtig, ganz genau. Der ist da sitzt und unter mir. über dir, du kannst sogar, wenn du sitzt, oben an das Compartment kommen, an den Schrank. So, Das kann ich. könntest du irgendwas Selbst rausholen. ich. Selbst du. Ja. So, USB 12 Volt, da wo es hingehört, an der Stelle. Und ja, eine Küche, die wirklich sehenswert ist, ja. Ein Absolut, für Designstück. So ein kleines Fahrzeug hast du hier alles drin, was du brauchst. Eine vollwertige Küche, du hast ein vollwertiges Bad drin. Absolut ausreichendes Bett, ist 1,91 lang. Ein Kompressorkühlschrank mit drin. Kompressorkühlschrank, klar. Hast auch Den noch du weniger aufmachen, wenn du Gasverbrauch. möchtest. Die uns sehr, sehr sparsam sind. Hast du richtig erkannt. Ist allerdings auch eine Preisfrage. Das heißt, die Kompressorkühlschranke, die sind nicht ganz günstig. Nee, das sind sie wirklich nicht. Aber wir setzen natürlich auf Qualität hier. So, und das Ganze dann noch Dusche. Jetzt bin ich mal sehr gespannt bei 5,50 Meter. Ich glaube, ich muss dir mal aus dem Weg oder ich gehe aufs Bett. Ansonsten kommst du nämlich da nicht ran. So, zeige ich es mal gerade. Denn so, das heißt, du hast eine abgetrennte Dusche mit dabei. Genau, das können wir ja einfach mal zumachen. So, das wäre jetzt der So, Duschteil. ist das zu. Dann mache ich mir mein Waschbecken und meine Toilette nicht nass. So, und dann hast du Das wieder nochmal aufmachen. zusätzlich nochmal hier so ein Rollo, das kannst du zumachen von innen. Zeig mir das mal Genau. bitte. Und das wäre auch dann gleichzeitig die Abtrennung von der Dusche. Genau, wenn du mal reingehst. Nach außen. So, was sind wir denn jetzt hier? Ah, hier. An der Seite. So, einmal zu, klack, magnetisch. Nochmal auf bitte. Genau. Geht. So, und als Highlight haben wir hier das Waschbecken, was sich aus der Wand rausklappen lässt. Über der Toilette. Das heißt, Genau. ich kann also nicht zeitgleich mir die Haare waschen und auf Toilette gehen. Nee, das kannst du nicht. Das ist ja doof. Das ist doch nicht doof. Spaß. Also entweder oder. Genau. So, das Ganze Kannst wird dir auch die so. Haare hier waschen. Aber scharf finde ich hier oben der Abroller fürs Klopapier. Der ist nämlich an der richtigen Stelle über dir. Wenn du es mal kurz drehst und dich da mal draufsetzt, dass man mal sieht, wie man es dreht. Ganz einfach so. So, das ist jetzt gedreht. Und jetzt hast du richtig viel Platz, auch für die Beine. Auch große Leute können auf Toilette gehen. So ist es. Ja, man muss Völlig sich durchdacht natürlich. Das bringt ja nichts, wenn es in diese Richtung, da kann ja nicht mal ich. Ja, aber ich habe gesehen, es gibt ganz viele Klos, die sind in der Mitte, da kannst du mit 3, 4 Rollos und so, aber hier kannst du zumachen, bist nicht mitten im Raum mit deinem Geschäft, sondern kannst die Türe schließen, der andere kann hinten schlafen. Ich bin zum Beispiel einer, ich gehe mal etwas länger gerne auf Toilette. Ich will Ja. jetzt nicht ins Detail Wenn gehen, wir aber gerade beim Detail sind, ich habe keine Zeit mehr jetzt. okay, zu. Sehr schön. Ja, Bett, wenn du mal gerade aufs Bett gehst mit deinem Popo, Ja. dann Direkt machen. sieht man also ungefähr, das ist jetzt die Liegewiese, die da ist. Das geht schon. Wenn ich alleine bin, kann ich ja eh quer liegen. Dann habe ich gar keinen Stress. Auch als 2-Meter-Mann schaffe ich das, ja, weil ich quer liegen kann. Aber ansonsten ist es so, es gibt Grenzen. Deswegen sind die Fahrzeuge hier. Kann man sich reinlegen, kann das ausprobieren. Ja, kann man. Sollte man auch tun vorher, ja, wenn man ein bisschen größer ist. Also sag mal, über 1,90 wird das hier schon ein bisschen eng.
Und dafür haben wir dann den 620er, der steht nebenan, den gucken wir uns gleich nochmal an. So, und das ist wirklich idiotensicher. Ich liebe diese Einstellung. Die hat nämlich nur warmes Wasser und warm. Also das ist nicht digital und so weiter und so fort. Du drehst an einem Rädchen, Ende Gelände. Echt easy, oder? Völlig simpel. Genau deswegen ist es auch so gestaltet. Ja. Es gibt auch ein digitales Display, aber das hier ist ganz simpel. Du kannst also entweder sagen warmes Wasser, 60, 40 Grad oder warm und warmes Wasser und die Heizung Oder einstellen. beides. Oder beides. So, das ist das Panel. Auch das ist simpel. Zeig mal bitte. So, wir haben ja hier ist das Licht aus. Du kannst hier wieder anmachen. Dann haben wir hier wieder die Füllstände vom Tank, Okay. die Spannung der Batterie im Aufbau und die Starterbatterie. Dann haben wir hier unsere Wasserpumpe, hört ihr vielleicht hinten dran, ich weiß nicht ganz genau. Ja, hört man. So, Die kann man auch noch abschalten. Sollte man auch tun, wenn man fährt oder geht. Ja, es kann nämlich immer mal irgendwas passieren, nicht, dass das Wasser dann ins Fahrzeug läuft. Mit auf jeden Fall Pumpe ausschalten. Ne? Pumpe ausschalten, ja. Haben viele schon Lehrgeld bezahlt, weil sie gesagt haben, da geht nie was kaputt. Und dann war dann doch der Schlauch ist irgendwie abgesprungen. Der klassische Spruch, es geht ja nie was kaputt. So ist das. Immer geht was kaputt. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. So, und das ist dann Bedienfehler. das ist dann hier vorne der Sitz, also 2 Personen. Also ich sag mal, das ist ein echt tolles 2-Personen-Fahrzeug. Hier drüber habe ich nochmal richtig viel Stauraum. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen. Ich kriege es nicht gut gefilmt hier drin, aber das geht tief rein und die ganze Breite nochmal. Ja, schön. Also tolles Fahrzeug. Wir haben es vorgestellt. Kompakte Maße, 5 Meter und 57, um genau zu sein. Genau. ihr verkauft es oft? Absolut. Momentan ist es ein Topseller. Ja. Gehen viele auf Vans momentan, gerade junge Leute, die spontan in Urlaub fahren wollen, die vielleicht auf den Zweitwagen verzichten wollen. Da ist es absolut genau das Richtige. Ja, komm mal raus. Übrigens ein kleines Detail noch, wenn du zumachst, dann sieht man das schön. Ihr habt auch ein Fenster natürlich eingebaut, sodass jemand, der hier fährt, dann auch nochmal rausgucken kann. Ja, kannst du auch aufmachen. Das Kannst du auch machen. Prima. So, gucken wir uns nochmal kurz die Details an. Last but not least, der Van 550. Dann haben wir noch einen, den wir gleich zeigen. genau. Den werden wir gleich mal zeigen. Den nämlich hatten wir hinten schon in der Ausstellung, in der Auslieferung, den 620er der in 620er. Steingrau, genau. Und den werden wir uns nochmal komplett in Silber vornehmen. Machen Der wir das. Ahorn Van 550 Modell 2021. Ja, Länge haben wir eben schon gesagt, 5,57 Meter, 2,5 Meter Breite, 2,60 Meter Höhe. Wie er hier steht, genau das Fahrzeug 51.640. Aber am besten mal hier melden. Ihr habt gesagt, also wenn der eine oder andere mal vorbeikommt, man wird sich einig, richtig? Absolut. Und das Fahrzeug gibt es auch günstiger. Das hat ja jetzt 150 PS und Automatik. Das ist natürlich dann ein bisschen teurer. Normalerweise steht hier locker eine 4 vorne dran. Okay, das ist so. Und das heißt also Automatik, aber in der Klasse schon im Trend, weil das ja doch im Alltag sehr stark genutzt wird. Wenn jemand Automatik haben möchte, es geht. Das geht absolut, genau. Das ist natürlich auf Kundenwunsch dann individuell auslieferbar. Ich zum Beispiel fahre privat auch immer noch einen Schalter. Der nächste sagt wieder, er hätte gerne Automatik. Und dementsprechend kann man sich das aussuchen. Ja gut, ich bin kein richtiger Mann, ich fahre Automatik. Du bist ja ein richtiger Deutscher und du schaltest gerne. Ich bin Speyerer, Pfälzer, wir brauchen keine Automatik. Spaß beiseite. Es hat sich wirklich viel gewandelt. Also so dieses Märchen vom sportlichen Fahrer, der nur schaltet, also jeder wie er will. Gell? Genau. Danke. So, das steht da, der Van 620, den werden wir euch gleich mal zeigen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind in Speyer. Euch gibt es aber noch mal in Frankfurt und in Mülheim an der Ruhr. So ist es. Und bei über 40 Renault-Partnern in Deutschland könnt ihr alle unsere Fahrzeuge erwerben. Ihr müsst nicht extra nach Speyer kommen, obwohl Speyer ist eine schöne Stadt. Wir würden euch gerne begrüßen. Aber ihr habt mehrere Optionen deutschlandweit, ja. Ja, übrigens, wenn man das Fahrzeug, egal welches, teilfinanziert, zum Beispiel 10.000 Euro, ab 10.000 Euro, gibt es für das Fahrzeug 6 Jahre Vollgarantie. Richtig, 2 Jahre Werksgarantie und für die weiteren 4 Jahre springt dann die Konsorsfinanz ein. Da muss man eine Teilfinanzierung machen von mindestens 10.000 Euro. Aber das lohnt sich schon am Ende des Tages. Ja, das heißt also ein kleiner Marketinganreiz von Consors, da kriegt man 4 Jahre mehr Garantie. Da ist auch alles dabei, bis auf die Aufbaubatterie. Da ist alles mit dabei, bis auf die Aufbaubatterie, richtig. Ja, vielen Dank, Paul. Tschüss. Gerne, ciao.